So ein Tagebau hat weitreichende Folgen für das Umland. An allererster Stelle sind hier die betroffenen Dörfer zu nennen, die halt eben zwangsumgesiedelt werden müssen. An zweiter Stelle ist zu nennen die massive Grundwasserbelastung. Hier sind ja die ganzen Pumpen, haben Sie gesehen, kilometerweit. Hier ist das Grundwasser bis zum Geht nicht mehr abgesenkt. Und natürlich hier an den Feldern, ein paar Tage ohne Regen ist es hier so trocken. Funktioniert nichts mehr. Logisch, wenn man auf diese Tiefe kein Grundwasser mehr hat, kann nichts mehr werden. Also ohne Bewässerung, ständige Bewässerung, ist hier nichts los. Aber ja nichts los. Damals war hier die Niersquellen und da waren Feuchtgebiete und da war alles da. Da waren Frösche, da waren Lurche, da waren Molche, da war alles haufenweise. Und wenn man jetzt kommt und seitdem die Quellen weg sind, da war das ganze Bruch war voll Flachslöcher, überall war Leben drin. Und das ist jetzt nicht mehr. Wenn wir von Ortsenrat sprechen, ist Altortsenrat. Neuortsenrat nicht. Die neuen Dörfer, die sind natürlich auch so durchgestylt und durchgeplant. Da gibt es wie hier so eine wilde Ecken, gibt es nicht mehr. Ich weiß noch, bei uns am alten Dorf lief eine Bundesstraße und die war mit Lindenbäumen gesäumt. Und die Lindenbäume haben im September das Laub verloren, weil kein Grundwasser da war. Und die haben ja für jeden Sachen einen Experten oder einen Gutachter, der dann rauskommt. Und er hat uns dann erklärt, die Bäume, die hier stehen, leben nicht vom Grundwasser, sondern vom Oberflächenwasser. Nur, er hat ja jeder einen Garten gehabt, also praktisch ist mit der Natur vertraut gewesen. Und die wussten, wenn im September die Bäume die Blätter verlieren, das ist unnormal. Aber wie gesagt, wir waren ja alle doof, ja, haben ja alle keine Ahnung. Ja. Das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass wir die Welt verpesten, dass wir für unsere nachkommenden Generationen noch im 21. Jahrhundert solche Dinge machen in einem hochtechnologisierten Land wie Deutschland, ist für mich unverständlich. Es ist eine gesellschaftliche Überlegung, müssen wir nicht generell umdenken? Was machen wir eigentlich mit unserer Welt? Wie kriegen wir es hin, dass wir unseren hohen Lebensstandard so hinkriegen, ohne dass wir die Natur zu sehr belasten und die Umwelt kaputt machen? Ich bin der Meinung, man muss irgendwann mal verstehen, dass ein immer mehr einfach nicht geht. Die Welt ist irgendwann mal zu Ende, voll, leer, wie man will, und auch die Braunkohle ist irgendwann leer. So, und was machen die denn dann? Dann stehen wir vor demselben Problem im Endeffekt, wo wir jetzt stehen, nur dann haben wir so viel schon zerstört, dass wir unseren Kindern quasi erklären müssen, ja, warum habt ihr denn damals nichts gemacht? Und systematisches Zerstören der Landschaft. Natürlich können wir sagen, die Politiker müssen, aber wenn ich selber sage, meinen Strom bestelle ich aber bei einer Quelle, wo ich sicher weiß, das ist keine Kohle oder ist kein Atomstrom. Das geht ja, das geht. Das sind 2 Klicks, das geht heute innerhalb von 10 Minuten. Und ich glaube nicht, dass RWE oder Konzerne wie RWE lange existieren können, wenn das die große Masse der Menschen macht.